Indonesien baut eine neue Hauptstadt. Die aktuelle Hauptstadt, Jakarta, eine der größten Metropolen der Welt, soll abgelöst werden durch die neue Stadt Nusantara. Doch die Stadt existiert noch gar nicht. Auf der Insel Borneo soll eine komplett neue, hochmoderne Planstadt entstehen, für deren Bau aktuell 35 Milliarden Dollar veranschlagt werden. Und die Stadt setzt sich hochgesteckte Ziele. Die Energieversorgung soll zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammen, 80% der Mobilität soll mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß erfolgen und sie soll vollständige Inklusion ermöglichen. Außerdem soll sie zu einer der sichersten Weltmetropolen anwachsen, die Menschen aus aller Welt anzieht. Doch warum gibt Indonesien seine alte Hauptstadt Jakarta auf? Warum baut es eine neue Hauptstadt fernab des Bevölkerungszentrums Indonesiens? Und wie soll diese hochmoderne Stadt in der Realität aussehen? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Pläne zur Verlegung der indonesischen Hauptstadt gab es schon lange Zeit in der Geschichte. Bereits die Niederländer machten sich während der Kolonialzeit Gedanken darüber. Die Stadt, die früher Batavia hieß, war nämlich auch damals schon von zahlreichen Problemen geprägt. Die Hauptprobleme waren vor allem die Überschwemmungen, die stetig hohen Temperaturen und zahlreiche Krankheiten, die dadurch entstanden. Trotzdem wuchs die Stadt immer weiter an und wurde zu einem der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentren Südostasiens. Mittlerweile leben in der Megacity über 10,5 Millionen Einwohner, in der Metropolregion sogar 34 Millionen. Die Stadt platzt also aus allen Nähten. Und wie in so vielen anderen Küstenstädten auch, verschärft der Klimawandel zudem das Problem mit den Überschwemmungen. Außerdem liegt Jakarta an einem Deltasystem aus 13 Flüssen, wodurch die Stadt jedes Jahr absinkt. So wird prognostiziert, dass die ersten Viertel der Stadt bereits 2050 vollständig unter Wasser stehen könnten, da bereits jetzt 40% der Hauptstadt unter dem Meeresspiegel liegen. Für die indonesische Regierung war also klar, dass sie eingreifen musste. Eine neue Hauptstadt musste her, um nicht nur Jakarta zu entlasten, sondern die ganze Insel Java. Sie ist nämlich die Insel mit den meisten Einwohnern der Welt, aktuell ca. 145 Millionen, was ca. 60% der Bevölkerung Indonesiens darstellt. Die Wahl für den Standort der neuen Hauptstadt fiel letztendlich auf die Provinz Ostkalimantan auf der Insel Borneo. Ein Grund dafür war, dass die Insel deutlich zentraler liegt als Java und so alle Inseln des Archipels Indonesien mit insgesamt 17.000 Inseln besser repräsentiert werden sollen. Außerdem ist der Standort im Südosten Borneos deutlich besser geschützt vor externen Faktoren wie Überschwemmungen und auch das Klima ist deutlich angenehmer. Nachdem es 2019 erste Vorschläge für das Projekt gab, wurden die Pläne immer konkreter und 2021 wurde ein Masterplan für die Bauarbeiten entwickelt, die in diesem Jahr begannen. Die Hauptzufahrtsstraße zur neuen Hauptstadt soll bereits zu 77% fertiggestellt sein und 2024 dann möchte die Regierung ihren Präsidentenpalast und andere Büros schon in die neue Hauptstadt verlegen. Bis die Stadt vollständig fertig ist, wird es aber noch dauern. Es wird aktuell damit gerechnet, dass die vollständige Infrastruktur der Stadt bis 2045 stehen wird. Dann soll sie aber eine der fortschrittlichsten Städte der Welt sein. Grundlage für die Stadtentwicklung ist dabei ein Leitpapier mit 8 Grundprinzipien, die sich vor allem auf Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung aller Bürger fokussieren. So strebt die Stadt unter anderem danach, komplett CO2-frei auszukommen, allen Bürgern ein komfortables und effizientes Leben durch Technologie zu ermöglichen, jegliche Infrastruktur vollständig inklusiv zu gestalten und gleiche wirtschaftliche Möglichkeiten für alle zu schaffen. Allerdings gibt es auch Kritik am Vorhaben. Besonders der Umweltaspekt wird dabei immer wieder benannt. Zum Bau der Stadt wird nämlich eine große Menge Wald abgeholzt, der eine der letzten Rückzugsorte für die gefährdeten Orang-Utans darstellt, die neben Borneo nur noch auf der indonesischen Insel Sumatra in freier Wildbahn leben. Und viele Einwohner der Region fürchten auch weitere Umweltschäden durch den Bau der neuen Hauptstadt. Die Regierung beschwichtigt aber, dass alles sorgfältig geplant sei und kein geschützter Regenwald zerstört werden solle. Insgesamt ist die Verlegung also ein dringender, aber auch sehr ambitionierter Schritt für die Regierung Indonesiens. Inwiefern die Pläne alle eingehalten werden können, wird sich wohl erst in den nächsten Jahren zeigen. Für die noch aktuelle Hauptstadt Jakarta bleibt die Lage allerdings schwierig. Denn selbst wenn der Regierungssitz verlegt werden sollte, wird die Stadt wohl weiterhin das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Indonesiens bleiben und damit auch in Zukunft immer weiter wachsen. Indonesien ist dabei übrigens nicht das erste Land, das seine Hauptstadt ändert. Es gibt viele Beispiele wie Australien, Brasilien oder Nigeria, die mit einer neuen Planstadt ihre alte Hauptstadt abgelöst haben. Über Australien habe ich dabei bereits ein eigenes Video gemacht, ich verlinke es euch direkt hier. Und damit viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.